Servus und herzlich willkommen in Bernhards Küche. Leute, es ist Feigenzeit. In den Supermärkten werden im Moment Feigen zum Teil in Hülle und Fülle angeboten und auch zum günstigen Preis. Hier schöne Feige, ich weiß es nicht mehr, waren es 44 oder 49 Cent. Letztens habe ich einen Viererpack sogar erstanden für 99 Cent. Die waren aber auch ein bisschen kleiner und nicht so schön. Die waren noch ziemlich fest. Ich gucke mal, ob die noch nachreifen. Aber die hier habe ich schon eine von probiert. Top-Qualität. Beste Gelegenheit, mal ein Dessert zu präsentieren. Feige mit Mandelquark. Legen wir gleich los. Wir brauchen natürlich Quark. Ich mache ja immer so Einzelportionen bei meinen Vorschlägen. Hier nehme ich jetzt mal etwas mehr. Das sind so 1,5 gut gehäufte Esslöffel. Ich will nachher noch auf das Thema Garnitur mit Hilfe von Spritzbeutel und Hülle zu sprechen kommen, und dafür braucht man ein bisschen mehr Substanz, weil das, was man für eine Portion braucht, wenn man das in Spritzbeutel einfüllt, dann verschwindet das unten in der Hülle, man hat oben nichts mehr zum Drücken. So, den Quark, den süßen wir jetzt etwas mit Zucker, am besten mit Puderzucker. Ein normaler Kristallzucker wäre nicht so gut, da müsst ihr ziemlich lange rühren, bis der sich aufgelöst hat in dem Quark. Der Puderzucker, der löst sich da drin in 0, nichts. So, wie viel Zucker, das überlasse ich euch. Das hängt ganz davon ab, was ihr für Süßmäulchen seid. Der eine mag es ein bisschen süßer, der andere etwas weniger. Ich habe nachher noch eine optionale Zutat. Wenn ihr die verwenden wollt, dann würde ich eher etwas sparsam sein mit dem Zucker, weil dadurch auch noch ein bisschen Süße mit reinkommt. So, der ist jetzt süß genug für meine Begriffe. Jetzt habe ich ja gesagt Mandelquark. Habe ja Mandeln liegen. Wie kriege ich jetzt die Mandeln in den Quark rein? Ich könnte die jetzt schälen, zerkleinern, mahlen, dass ich wirklich eine sehr feine Konsistenz habe und das dazugeben. Kann man machen, funktioniert wunderbar. Ich mache es mir aber einfacher. Es gibt nämlich Mandelmus fertig zu kaufen, und dieses Mandelmus, das füge ich jetzt hier zu, und zwar bei der Menge, wie gesagt, 2 gut gehäufte Esslöffel an Quark waren das. Da gebe ich jetzt mal 2 Teelöffel von dem Mandelmus zu und schmeckt es dann mal ab, ob mir das schon mandelig genug ist oder noch nicht. Dann fügen wir noch etwas hinzu. Ich finde, dass das sogar dann noch etwas intensiveres Mandelaroma gibt, als wenn man gemahlene Mandeln zufügt. Weniger Aufwand ist es auf jeden Fall. So, Kostprobe. Ja, da würde ich noch einen dritten dazugeben. Das ist mir noch nicht mandelig genug. Wenn ihr übrigens so einen Mandelmus kauft und insbesondere bei der ersten Verwendung, wenn ihr es frisch gekauft habt, gut umrühren, weil das hat so die Tendenz, dass sich die Mandelmasse, so fein wie sie auch ist, da kann man also
nichts an Krümeligkeit oder so mal erkennen. Das ist wirklich ein Mousse, dass sich aber die Mandelmasse nach unten absetzt und oben dann so eine Schicht von Mandelöl, fast klares Mandelöl. Wie gesagt, insbesondere beim ersten Mal öffnen ist das so. Da muss man gründlich umrühren. Ich finde das jetzt schon gut so, weil ich werde gleich die optionale Zutat noch nehmen. Man kann das jetzt so verwenden, schmeckt wunderbar. Würde ich vielleicht noch ein bisschen süßer machen, aber wie gesagt, es gibt ja hier noch ein i-Tüpfelchen. Da brauche ich ja noch mal einen Löffel. Und dieses i-Tüpfelchen heißt Amaretto. Damit können wir da dem Ganzen noch mal so einen richtigen Kick verpassen. Ich gebe da jetzt mal einen knappen Esslöffel dazu. Ah, er hat schon Aroma. Oh ja, das ist es. So, also geschmacklich, wie gesagt, ist das nochmal so ein richtiger Booster, auch nicht nur gustatorisch, sondern auch olfaktorisch. Da kommt also ein ganz anderer Duft hoch. Zumindest im Moment, wenn das länger steht, weiß ich nicht, ob es immer noch so duftet. Vielleicht kommt der Duft auch eher aus der noch offenen Flasche als aus der Quarkmandelmasse. Ein kleiner Haken dabei ist, das ist jetzt ein bisschen dünnflüssig geworden. Also dünnflüssig ist übertrieben, es ist nicht flüssig, aber es hat nicht mehr die Festigkeit. Dem können wir aber abhelfen. Ihr könnt es natürlich so verwenden, die Feige aufschneiden, also kreuzweise einschneiden, nicht bis ganz unten durch, zeige ich gleich nochmal. Die 4 Segmente dann ein bisschen auseinanderdrücken und dann in die Mitte die Mandelquarkmasse rein, mit dem Löffel oder wie auch immer. Wenn es natürlich auch noch schön aussehen soll, dann nimmt man natürlich noch einen Spritzbeutel und eine Tülle und garniert das so richtig schön in die Mandel rein. Das wird mit der Konsistenz nicht funktionieren. Das zerfließt sofort und die Strukturen, die man mit der Tülle da reinzaubert, die sind ruckzuck wieder weg. Und es läuft zum Teil sogar aus der Feige raus. Aber wir können ihm wieder zu etwas mehr Stabilität verhelfen. Und zwar mit Sahnesteif. Ich gebe hier jetzt so einen gestrichenen Löffel. Ist das ein gestrichener? Nachfügen kann man immer noch, wenn es noch nicht reicht. Ach, jetzt wandert mein Gefäß hier natürlich wieder beim Rühren durch die Gegend. Dann müssen wir hier mal eine Bremse drunter legen. So, am besten unterrühren, so langsam einstreuen, dass sich da nicht irgendwelche Nester und Klumpen bilden und das an einer Stelle nachher schon zu fest ist und an der anderen immer noch etwas dünn. Wenn man es bei der Herstellung von Sahne verwendet, dann macht man es ja, während man die Sahne schlägt, dass man das Sahnesteif darunter gibt. Und dabei verteilt sich es dann in der Sahne perfekt. Die ist ja zu dem Zeitpunkt auch noch flüssig, während das hier ja doch schon eine gewisse Konsistenz noch hat. So, dann müssen wir mal einen Moment noch das stehen lassen und gucken, wie die Konsistenz ist, ob wir vielleicht noch was nachgeben. Bis gleich. So, das ist
ja deutlich stabiler geworden, aber ich habe mich entschlossen, doch noch einen zweiten Teelöffel, gestrichenen Teelöffel dazu zu geben. So, und das, was mir jetzt hier daneben gegangen ist, das tun wir auch noch damit rein. Ich habe das übrigens auch mal versucht mit Xanthan-Gum. Das ist ja so ein Binde- und Verdickungsmittel und Gelier, ja, Gelier vielleicht weniger, Bindemittel, was im Moment so ein bisschen en vogue ist. Gerade unter den, ich sag mal, Küchenartisten, die da, wer weiß was für Kreationen zaubern und dann manchmal halt auch in der Soße eine gewisse Stabilität brauchen. Oder Gels produzieren aus was weiß ich, rote Betesaft oder so, ja, dekorativ. Und die nehmen zum Teil dann Xanthan-Gum dafür. Ich habe das hierbei auch mal ausprobiert. Mir hat es nicht gefallen, muss ich sagen. Bindewirkung, klar, gar keine Frage. Man muss wahnsinnig vorsichtig mit der Dosierung sein bei Xanthan-Gum, weil das schon in sehr kleinen Dosen wirkt, im Promillebereich, im Vergleich zum Gewicht der zu bindenden Substanz. Ein bisschen zu viel und ihr habt gleich Kaugummi in der Schüssel. Und mir hat aber die Textur danach nicht gefallen. Das ist mir auf der Zunge irgendwie ja ein bisschen gummiartig. Das ist mit dem Sahnesteif viel, viel besser. Da gibt es nichts dran zu meckern, dass das jetzt von der Textur her irgendwie auffällig wäre. Und auch geschmacklich fand ich, dass es etwas gelitten hat dadurch. Ich weiß nicht, ob da Aromastoffe dann an das Xanthan gebunden werden und damit nicht mehr so gut an die Geschmacksrezeptoren im Mund rankommen oder was die Ursache ist. Aber ich fand definitiv, ich habe mehrmals dann das eine und das andere probiert, weil ich beides parallel dann gemacht habe. Es war ein geschmacklicher Unterschied. Es war mit dem Xanthan-Gum geschmacklich nicht mehr so intensiv wie mit dem Sahnesteif. Deshalb meine Empfehlung, Sahnesteif. So, und jetzt wollen wir das mal vorbereiten, dass wir es auch schön präsentieren können. Dazu können wir den Teller, auf dem wir das servieren, auch noch mal ein bisschen mit Puderzucker einstäuben. Das sieht immer schön aus. Von der Feige schneiden wir hier oben den harten Schniepel ab. Da solltest du nicht hin. Und wie gesagt, kreuzweise einschneiden, aber nicht bis ganz unten durch, damit es noch Stabilität hat. Dann die Segmente auseinanderdrücken. So, und im einfachsten Fall mit dem Löffel halt einfüllen. Ganz offen gesagt, wenn ich das für mich alleine mache, mache ich mir auch nicht die Mühe mit dem Spritzbeutel, sondern packe das mit dem Löffel da rein. Schmeckt genauso gut wie mit dem Spritzbeutel eingefüllt. Na, komm raus. So, ich nehme hier so einen Einmalspritzbeutel. Da muss ich aber unten noch etwas abschneiden, damit die Tülle da reinpasst. Und dann füllen wir die Masse da mal rein. So, und ihr seht schon,
wie viel hier noch oben in dem Beutel jetzt ist, wo man Druck drauf ausüben kann. Das hält sich in Grenzen. So, und jetzt hier. Wunderbar. So, das ist übrigens auch noch ein Unterschied zu der Arbeit mit dem Xanthan. Man sieht hier oben so eine richtig schöne Spitze, wo ich das jetzt abgenommen habe. Das ist mir in der Version mit dem Xanthan nicht gelungen, weil das irgendwie nicht auseinander wollte. Das heißt, das hat sich beim Entfernen dann der Tülle doch eine etwas längere Nase gebildet, die dann umgekippt ist. Also so schön kriegt man es nur mit dem Sahnesteif hin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit. Ich bin mir sicher, das wird euch schmecken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal.